Kennst du das? Du hast dich verhoben, zu lange in gebeugter Haltung gearbeitet oder einfach verlegt. Dein Rücken schmerzt, jede Bewegung ist unangenehm und du brauchst eine schnelle Hilfe. In diesem Video zeige ich dir eine einfache Technik mit Kinesiotape, die sofort spürbare Erleichterungen bringen kann. Rückenschmerzen können viele Ursachen haben, von muskulären Verspannungen über einseitige Haltungen bis zu einem Bewegungsmangel und tausend anderen Faktoren. Besonders die Rückenmuskulatur spielt eine entscheidende Rolle. Wenn sie an Kraft und Ausdauer verliert, kann es zu einer erhöhten Muskelspannung, einer veränderten Haltung und sogar zur Aktivierung von Triggerpunkten kommen. Das wiederum kann Schmerzen und eine reduzierte Beweglichkeit begünstigen. Kinesiotapes kann genau hier dir helfen. Es ist eine günstige und einfache Methode, die du selbst anwenden kannst. Das Tape unterstützt die Muskeln und entspannt die überlasteten Strukturen. Wichtig ist, das Tape ist keine Wunderwaffe, aber es ist eine super Ergänzung zu gezielten Bewegungsübungen. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann komm mit. Das zeige ich dir jetzt. 2 Stück à 35 cm und 4 Tapes, die jeweils 20 cm groß sind. Schneide die Ecken rund, weil dadurch haftet das Tape besser. Und die runden Kanten, die stören auch nicht so doll bei den Klamotten zum Beispiel. Je runder das ist, desto länger haftet das dann auch. Um das Tape zu kleben, brauchst du jemanden, der dir etwas helfen kann. Weil an den Rücken alleine kommst du ja nicht ran. Du stellst dich aufrecht hin und beugst dir dann den Oberkörper vorwärts. Du kannst deine Hände auf den Tisch zum Beispiel ablegen. Wichtig ist, dass du versuchst, mit dem Beckenbereich oder mit der Lendenwirbelsäule so rund wie möglich zu bleiben. Eine Alternative dazu wäre dann zum Beispiel im Sitzen. Du kannst dich auch hinsetzen und dann den Rumpf vorwärts beugen, sodass du deine Unterarme auf den Oberschenkel ablegst. Ebenfalls hier ist es wichtig, dass die Wirbelsäule so rund wie möglich bleibt, damit du eine leichte Dehnung von der Rückenstreckenmuskulatur hast. Und genau mit diesem Muskel beginnen wir auch mit dem Tape. Du nimmst erstmal das längste Tape und reißt es etwas ein an der unteren Spitze und ebenfalls an der oberen Spitze. Und dieses Einreißen ist genau dafür da, dass du die Spitze ohne Zug klebst. Weil das Besondere an dem Tape ist, dass es dehnbar ist. Also, hier unten, wo du das Kreuz hast, in den untersten Bereich von der Lendenwirbelsäule, da klebst du den ersten Teil von dem Tape. Ganz locker auf die Haut, ohne zu ziehen und gar nichts. Und dann ziehst du die Längsstreife von dem Tape ab, ziehst es so weit wie es geht in 100% Dehnbarkeit, hältst sie unten, hier unten war es ja ohne Dehnung, dann ziehst es auseinander 100%, lässt es etwas zurück, dass du so ungefähr 60 bis 70% Spannung drauf hast, klebst es dann seitlich von der Wirbelsäule, klebt es locker auf die Haut drauf. Und dann die Spitze, die machst du dann halt als letztes ab, wieder ohne jegliche Zug und klebst es dann auf die Haut. Streich es ein paar Mal drüber, damit es gut klebt. Und genauso wirst du dann auch die zweite Streifen anbringen. Wieder oben und unten reißen, die unterste Spitze ungefähr auf die gleiche Höhe, am Kreuz ohne Zug rankleben. Dann die mittlere Partie abmachen, die obere Spitze bleibt dann wieder. Du ziehst es zu ungefähr 100%, lässt den Zug etwas los, klebt es dann auf die Rückenstreckenmuskulatur, ohne Zug die letzte Spitze wieder rankleben. Wichtig ist, dass sie keine Falten bilden. Diese beiden Streifen dienen dann zur Entlastung der Rückenstreckermuskulatur. Und jetzt geht es um den unteren Teil von der Lendenwirbelsäule und auch das Kreuzbein. Hier wollen wir jetzt halt mehr Stabilität bzw. mehr Entlastung für die Strukturen bringen. Und dafür werden wir jetzt ein Tape
kreuzförmig ankleben. Längs und quer und dann noch 2 Streifen dazwischen. Für das unterste Teil solltest du das Tape jetzt etwas anders anreizen. Das heißt, du reizt es in der Mitte, pulst es dann zur Seite weg, beide Spitze wieder ohne Zug und du klebst es in der Mitte an. Ziehst es auseinander, ungefähr 70 bis 80% Zug und die Spitzen lässt du dann ohne Zug ankleben. Erstmal einmal in die Längsverlauf, dann das nächste in einen Querverlauf. Genau in der Mitte von der Streife, was du davor geklebt hast. Zieh es auseinander, anreiben, Spitzen ohne Zug, auch in der andere Richtung ohne Zug. Jetzt haben wir einmal ein X gemacht und jetzt machst du noch 2 Streifen in der Quere. Also wieder in der Mitte reißen, Spitzen zur Seite ziehen, eine Vorzug, Vordehnung, ankleben, randrücken, dass es gut klebt und dann die Spitzen wieder ran, ohne jeglichen Zug. Und das gleiche auch mit unserem letzten Streifen. Bis zur Seite ziehen, an den Spitzen ist immer noch das Papier vorhanden. Du ziehst es auseinander, sodass es in der Mitte einen guten Zug entsteht. Klebt es genau in der Mitte von dem Stern. Etwas an. Spitzen ohne Zug, auch die andere Spitze ohne Zug. Und dann ein bisschen streichen, damit es auch gut fixiert ist. Wenn du dann jetzt in der aufrechten Haltung kommst, solltest du diese kleinen Falten sehen. Das sind genau die Zugfalten, die jetzt die Muskulatur und auch diese Struktur entlasten werden. Jetzt noch ein paar Tipps, damit dein Tape etwas länger hält. Du solltest gut die Haut vorbereiten. Die Haut sollte sauber sein und trocken und auch keine Bodylotion oder irgendwas da drauf. Das zweite, achte darauf auf Allergienzeichen. Im Grunde genommen ist Tape nichts anderes als Kleber und Stoff. Wenn du irgendwelche Jucken, roten Flecken oder kleine Pustelchen sich bilden, solltest du den Tape sofort abmachen. Wie gesagt, das Tape ist ja auch aus Stoff. Das heißt, wenn du dich geduscht hast, du kannst ja ganz normal duschen und so weiter, aber ich empfehle meine Patienten immer nach den Duschen ein bisschen mit den Föhn drüber zu gehen. Auf einen ganz normalen Abstand, wie man auch die Haare föhnen würde, föhnt man dann das Tape. Dadurch wird es schneller trocken und man hat nicht dieses Kälte- und nasser Gefühl am Rücken. Das Tape kannst du dann gerne 3 bis 5 Tage drauf lassen und wenn die Haut es mitmacht, kannst du es auch danach sofort wiederholen. Du solltest sofort eine leichte Entlastung spüren. Und denk daran, das Tape ersetzt keine gezielte Kräftigungs- und Bewegungsübungen. Aber es kann eine super und einfache Unterstützung sein, um akute Beschwerden zu lindern. Wenn du jemanden kennst, der gerade mega an Rückenschmerzen leidet, dann schick ihm dieses Video. Und wenn du mehr über gesunde Bewegung erfahren willst, dann abonniere meinen Kanal und lass einen Daumen nach oben da. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!